Ein Ort, der auf deiner Reise durch Kirgisistan nicht fehlen darf, ist der Bergsee Songkül mit einer Übernachtung in einer traditionellen Jurte, dem Nomadenzelt der Kirgisen. Hier, auf 3000 Metern Höhe, fernab der Zivilisation, eingepfercht zwischen Berggipfeln, kannst du die landschaftliche Schönheit Kirgisistans ganz in Ruhe genießen und in die Nomadenkultur des Landes eintauchen. Unsere Reise zum Songkül-See startet am Busbahnhof in Kirgisistans Hauptstadt Bischkek, von wo aus wir uns auf eigene Faust nach Kochkor durchschlagen, der nächstgelegenen Stadt in der Nähe des Songkül, die man noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann. Kochkor? Bus to Naren, stop in Kochkor. Nach knapp 2,5 Stunden Fahrt sind wir in Kochkor angekommen und können vom Busbahnhof zu Fuß zu unserer Unterkunft laufen. Das Center Guesthouse ist wirklich eine Herzensempfehlung mit der superlieben Gastgeberin Adelina, sauberen Zimmern, leckerem Frühstück und einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Zum Abend hin laufen wir nochmal Richtung Hauptstraße und lassen das authentische Leben einer kirgisischen Kleinstadt auf uns wirken. Zum Abendessen gibt es ein leckeres Plov, ein für diese Region typisches Reisgericht, das im sehr empfehlenswerten Retro-Coffee auch in einer vegetarischen Variante angeboten wird. Zu guter Letzt schauen wir noch bei Shepherds Life vorbei, einem kleinen Touristenbüro, die uns dabei geholfen haben, den Transfer zum See und die Übernachtung in einer Jurte zu organisieren. Voller Vorfreude auf den nächsten Tag am Songkül-See geht es zurück zur Unterkunft. Aber der nächste Morgen läuft leider ganz anders als geplant. Aus der einen geplanten Nacht hier in Kochkor sind jetzt 3 geworden. Ich glaube, ihr hört es. Mich hat es hier ziemlich erwischt. Die letzten Tage auch Fieber gehabt, 39, Mandelentzündung mir abgeholt. Die letzten Nächte eigentlich auch überhaupt nicht geschlafen. Ich bin ziemlich durch. Wir haben das Ganze jetzt auch nach hinten verschoben, in der Hoffnung, dass ich noch rechtzeitig fit werde. Aber heute ist der letzte Tag, wo das Wetter gut ist. In den nächsten Tagen soll es nämlich regnen. Aber es wird nichts für mich. Es funktioniert einfach nicht. Von daher nehmt euch die Hellen jetzt mit. Ich bin dann gespannt, dann sehe ich selbst nämlich auch, was ich verpasse. Ab jetzt übernimmt Helen und viel Spaß am Songkül Lake. Where are you from? Germany. Oh, very nice. Where are you from? Australia. Australia. Oh, that's cool. So you're traveling alone? Yes. Okay, Yeah. And cool. you too, or? No, I'm traveling with my husband, but he's sick. Okay. So he wanted to join, but yeah, That's sad. he had a fever and I don't know, throat pain and stuff, and so he stays at the guest house. Gym. A gym? Bench press. Yeah. Oh my god, that's so funny. Private, yeah. I thought we'd Yeah. be with like, I don't know, Like a 5 bigger or 6 one, right? people. Me too. That's nice. Nice. Und jetzt sind wir angekommen hier in unserem Jurtencamp. Es gibt hier mehrere am See, die sind so ein bisschen verteilt, halt weiter weg. Manche vom Ufer, manche sind sehr nah dran. Wir sind hier sehr nah dran, was natürlich sehr, sehr cool ist. Und ich glaube, wir sind hier gerade die Ersten, die angekommen sind. Also es wirkt alles noch sehr ruhig, aber es sieht richtig schön aus. Die sind hier einmal so im Halbkreis angeordnet und dann gibt es hier halt einfach ein Volleyballfeld. Da wäre jetzt Horst umso trauriger, dass er nicht hier ist. Hier so eine Langhantel kann man Bankdrücken machen, finde ich sehr witzig. Und dann diese große Schaukel. Und ich würde sagen, ich führe euch einfach mal ein bisschen rum. Ich zeige euch mal, wie das hier so aussieht, weil das wusste ich vorher auch überhaupt nicht. Ich wusste gar nicht, was hier auf uns zukommt, auch wie die Sanitäranlagen und so weiter. Und deswegen gucken wir uns das jetzt mal zusammen an. So, wir gehen einmal aus diesem Halbkreis raus. Unsere Jurte ist nämlich hier quasi in der zweiten Reihe. Nummer 11 haben wir. Und ich bin ja jetzt mit einer anderen Person hier. Mit Hayden aus Australien. Das ist auch ganz cool, weil sonst wäre ich jetzt hier ganz alleine. Und wir teilen die jetzt einfach zu zweit. Also heißt, wenn Horst und ich jetzt da gewesen wären, wäre das natürlich sehr cozy gewesen. So auch cool, weil es gibt eigentlich auch ganz viele Jurten, wo eben ganz viele Betten drin stehen. Und wir haben jetzt einfach hier, das Bett habe ich mir genommen, diese 2 Einzelbetten. Und hier sind auch nicht nur Kissen, sondern auch so richtig dicke Decken. Denn es kann heute Nacht schon durchaus auch kalt werden.
Aber ich glaube, damit sind wir gut prepared. Und wir haben hier sogar so einen Ofen. Also wenn es jetzt richtig kalt wird, können die den hier mit Sicherheit auch anwerfen und dann da heizen. Aber man muss jetzt schon auch dazu sagen, es ist ja gerade Sommer hier. Juli ist, glaube ich, so der heißeste Monat. Ich denke, das werden wir nicht brauchen. Dann schauen wir uns mal hier die Sanitäranlagen an. Ich habe gerade schon geguckt, das ist krass. Also das habe ich nicht erwartet hier. Wir haben einmal, hier gibt es diese Container. Das ist einfach eine richtige Western Toilet hier. Was ich aber fast noch krasser finde, ist, dass es hier einfach eine richtige Dusche gibt. Die sieht auch noch mega modern aus. Ich kann mir vorstellen, dass die recht neu ist. Hier mit so 2 Brausen und ich glaube, da gibt es sogar heißes Wasser. Also das ist schon krass. Man ist ja eine Nacht hier, das heißt, man bräuchte jetzt nicht unbedingt eine Dusche, aber ist natürlich nice to have, weil jetzt tagsüber ist es schon relativ heiß noch. Australia. From which part are you from in Indonesia? Surabaya. With Bali. It's Java. It's Java. Ah, yeah, okay, nice, nice. Thank you. Near to Brahma Mountain. Yes, yes, I've been there. Yeah. Oh. Yes. How many camps are there at the lake? Actually, it's a lot. It's hard to count. Maybe 10, 15 youth camp team. Okay, jetzt geht's hier Schlag auf Schlag. Also das Mittagessen war 10 von 10, wirklich sehr, sehr lecker. Ich habe vorher auch angegeben, dass ich vegetarisch esse und das wurde auch berücksichtigt. Und generell ist es hier immer so, dass die auf den Tischen so viel noch an Snacks stehen haben. Brot, Cracker, Süßigkeiten, Obst, alles mögliche. Also ich bin sehr, sehr gesättigt. Und wir machen jetzt aber gleich die nächste Aktivität. Und zwar stürzen wir uns auf die Pferde. Die stehen hier, glaube ich, auch schon bereit. Ich habe ein bisschen Schiss. Aber wird schon, wird bestimmt cool. Hi, Sweetie. We will have a good time. Ja. I go like this. Also ich sag ganz ehrlich, ich bin ein bisschen nervös. Ich habe, glaube ich, wirklich noch nie auf einem ausgewachsenen Pferd gesessen. Aber wir gehen ja nur. Also ich denke jetzt nicht, dass jetzt hier auf einmal jemand anfängt zu traben oder so. Und es ist schon cool, aber höher als ich dachte. Aber natürlich mit der Landschaft hier auch unglaublich schön. Okay, we made it back. Also das war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht und ich glaube, gehört zu Kirgisistan mit dazu. Das Pferdereiten hat zwar sehr viel Spaß gemacht, ich habe jetzt aber im Nachhinein gesehen, dass den Pferden die Vorderbeine zusammengebunden werden, wenn die gerade nicht mit Touristen reiten. Und das geht natürlich gar nicht, das ist scheiße, das habe ich vorher nicht gesehen, dann hätte ich es auch nicht gemacht. Ich habe mir die vorher angeguckt und die sind zumindest so vom Aussehen her, ne, die sehen wohl genährt aus und irgendwie in gutem Zustand und so. Und ich habe auch mit Hayden, also mit dem ich jetzt hier unterwegs bin, drüber gesprochen, weil der hat auch gesagt, er macht das nur, wenn er hier ein gutes Gefühl hat. Und jetzt im Nachhinein müssen wir sagen, okay, haben wir das nicht mehr das beste Gefühl damit. Allerdings haben wir es gerade noch sehr viel schlimmer gesehen. Also da hinten waren auch noch mal ganz viele Pferde. Ich dachte, die sind wild, waren sie aber nicht. Denen waren auch die Beine zusammengebunden und zwar scheinbar so fest oder so lange, keine Ahnung, dass ganz viele von denen richtige Wunden hatten. Und es tut mir einfach weh zu sehen und deswegen muss ich jetzt leider im Nachhinein sagen, war das mit dem Pferdereiten vielleicht nicht die beste Entscheidung. Das sind jetzt nicht die Pferde von unserer Jurte hier, ne? Also das ist nochmal deutlich schlimmer. Aber dennoch muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, viele machen es. Aber ja, weiß ich nicht. Also Pferde anbinden, die eigentlich hier frei leben sollten, finde ich, geht gar nicht. Good morning in the morning. Der Wecker hat um 6:45 Uhr geklingelt. Also recht früh. Wir haben jetzt um 7 Uhr nämlich Frühstück. Das kann man sich hier aussuchen zwischen 7 und 8:30 Uhr. Wir haben halt das Frühe gewählt. Und ich muss sagen, die Nacht war eigentlich ganz gut. Also
Es war nicht kalt, das ist eigentlich das Wichtigste. Ich habe irgendwann in der Nacht dann mein Vlies und meine Socken sogar ausgezogen, also nur in einem Langarm-Shirt und in der Leggings geschlafen, weil man da wirklich gut eingepackt ist mit den dicken Decken. Und es war sehr, sehr ruhig. Also ich war ein paar Mal nachts wach und habe dann so gelauscht und man hört halt gar nichts. Ab und zu hier die Tiere, aber sonst nichts. Das war schon richtig schön. Ja, aber ich bin auf jeden Fall ein bisschen müde. Ich hoffe, es gibt jetzt gleich Kaffee zum Frühstück. Also Kaffee gab es leider keinen, aber dennoch ein sehr leckeres Frühstück. Und ja, jetzt reißt es auch so langsam wieder Abschied nehmen. Wir packen unsere Sachen zusammen, genießen hier noch ein letztes Mal diesen schönen Anblick. Gerade jetzt morgens ist es nochmal super friedlich und ruhig. Also super schöne Stimmung hier und ich werde es vermissen auf jeden Fall. Also mein Fazit fällt sehr, sehr positiv aus. Das Einzige, was ich negativ erwähnen muss, ist eben der Umgang mit einigen Pferden hier. Wie gesagt, bei unserem Camp war es wahrscheinlich vergleichsweise noch okay. Andere sahen leider wirklich nicht gut aus, aber abgesehen davon super schön hier, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es sich in den nächsten Jahren ganz schön weiterentwickeln wird. Also man sieht es ja jetzt schon, wir haben hier auch mit einem Guide gesprochen, der meinte, ja, es kommen halt immer mehr Camps, man kann die schon gar nicht mehr zählen. Hier hat jetzt zum Beispiel auch schon so ein kleiner Mini-Supermarkt aufgemacht und ich kann mir vorstellen, dass die Entwicklung hier ziemlich schnell gehen wird, ja. Noch hält es sich alles total im Rahmen und ich würde empfehlen, wahrscheinlich, wenn ihr das vorhabt, eher in den nächsten 1 bis 3 Jahren herzukommen und nicht noch länger zu warten. Und ich habe auch von anderen Touristen hier gehört, die waren auf der anderen Seite des Sees, die sind mit einem eigenen 4x4 unterwegs und haben da in einem Camp übernachtet, was wohl noch sehr authentisch war, wo es dann zum Beispiel keine westliche Toilette gab und auch keine Betten in den Jurten, weil man natürlich eigentlich traditionellerweise dort auf dem Boden schläft und das war da auch so. Das war jetzt hier natürlich schon ein sehr gut ausgestattetes Camp, also da gibt es auf jeden Fall auch Unterschiede, je nachdem, was man einfach präferiert. Und wer das mag, der kann auch mit Pferden hierher reiten. Das ist von Kisat aus. Das dauert dann immer 3 Tage. Also man reitet in 2 Tagen hin und in einem Tag zurück. Ich glaube, das ist ein bisschen schmerzhaft. Ich glaube, das unterschätzen einige. Aber mit Sicherheit auch eine coole Experience. Und unsere Tour hätte uns jetzt zu zweit 17.000 Som gekostet. Das sind 170 €. Also wie gesagt, für Transfer hin und zurück, für die Übernachtung in der Jurte, die im Endeffekt ja sogar privat war, leider nicht mit Horst, und für die 3 Mahlzeiten. Wir würden auf jeden Fall empfehlen, das vor Ort irgendwo zu buchen. Also zum Beispiel den Koçkor, das ist so der gängigste Ausgangsort. Das ist dann günstiger, als wenn man es von Bishkek oder so vorab macht. Und das könnt ihr auch relativ spontan machen. Also die Leute sind ja darauf eingestellt, es gibt auch verschiedene Tour-Agencies und so weiter. Oder ihr könnt es über eure Unterkunft, über euer Homestay machen. Das ist alles kein Problem. Und abschließend wollte ich noch sagen, wir sind hier auf 3000 Metern Höhe hier. Damit habe ich jetzt keine Probleme gehabt. Also man kann atmen. Ich habe jetzt natürlich auch keinen Workout oder Hike gemacht oder so, aber jetzt für den ganz normalen Alltag hier war das völlig fein. Ja, das war's hier vom Songkhul Lake. Ein etwas anderes Video, auch anders als geplant. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn jetzt Horst nicht dabei war. Ja, nächste Woche ist er dann wieder mit am Start und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr dem Video noch einen Daumen nach oben da lasst und wenn euch mehr Videos aus Kirgisistan interessieren. Denn unsere Reise geht ja gerade erst los. Wir werden noch ein paar andere coole Stops einlegen. Oder wenn euch generell das Thema Reisen interessiert, dann abonniert gerne unseren Kanal. Und ansonsten sage ich Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Helen ist zurück. Ich habe mir gerade schon die ersten Aufnahmen angeschaut und das sah richtig cool aus. Von daher lasst etwas Liebe für Helen in den Kommentaren da. Und ja, bei mir sieht es nicht wirklich besser aus. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Nach der Mandelentzündung ist vor der Bindehautentzündung scheinbar. Das kommt jetzt auch noch mit dazu. Also ich hoffe, ich werde irgendwann wieder mal fit, um mir auch was von diesem wunderschönen Land mit den super netten Leuten hier auch was anzuschauen. Von daher, aber an dieser Stelle noch, die Ehre gebührt mir noch, unsere neuen Kanalmitglieder zu begrüßen. Es sind nämlich 5 dazugekommen. Einmal die allerliebsten Grüße an die 2 Wiener, dann Tiziana Moser, Gunnar Hesemann, der Dude 338 und Lloyd zum Stein. Wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber seht es mir nach. Ich bin nicht so ganz auf der Höhe. Von daher ganz, ganz lieben Dank für euren Support und ihr seht uns dann nächste Woche hoffentlich gemeinsam hier durch Kirgisistan wandern. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.